Yeah, my German is really cute. I know it's not, but I try. You know, it's fun. So yeah, I would like to just share with you a little bit of my story this morning. Listening to these guys, which was like the high point of the service. You guys are awesome. Bevor du weitermachst. Yeah, that's right. That's right. Oh yeah. Okay. All right. Could you just say it again? I just missed it. Oh, okay. Well, I'm just going to tell my story this morning. Ich werde ein bisschen von meiner Lebensgeschichte erzählen heute. And I'm reminded by these guys that we all just have a story. Und durch meine afrikanischen Geschwister ist mir nochmal in Erinnerung gekommen, jeder von uns hat eine eigene Geschichte. And that's really what talking in church or preaching in church has been from the beginning, just telling what Jesus has done for you in your story. Und das ist eigentlich das, was in Kirche immer eigentlich gelaufen ist, dass Geschichten erzählt wurden und von unserer Geschichte etwas weitergegeben wird. There's that story in the Gospel of Mark where Jesus meets a guy who's got a lot of demons in him, and then after the story Jesus just says, go tell everybody what God has done for you. Wie wir im Markus-Evangelium lesen, dass Jesus zu diesem dämonenbesessenen Mann kommt, ihn frei macht und dann sagt er, hey, geh und erzähl jedem von dem, was du erlebt hast. So that's really my plan this morning, is just to tell you a little bit about what Jesus has done for me. Und das ist mein Plan heute Morgen, einfach ein bisschen zu erzählen, was Jesus für mich und in mir getan hat. So I'm 29 years old. Ich bin 29 Jahre alt. I'm a doctoral student right now. Ich mache gerade meinen Doktor in der Harvard-Universität. It's a 5-year minimum program, and I've just finished my first year, so I have 4 more years minimum of study. Das ist Minimum 5 Jahre. Ich habe gerade mein erstes Jahr absolviert, also Minimum 4 noch vor mir. But my real intense interest in theology began about 9 years ago. Aber mein Interesse, was die Theologie angeht, begann vor 9 Jahren. At the time, I studied biblical literature at Northwest University, where Andy studied. Ich habe dort, wo Andy studiert hat, Biblical Literature, also biblische Literatur studiert. And I was always pretty curious about the Bible and the world and stuff, but then something happened which deeply intensified that interest. Und ich hatte immer Interesse an die Dinge, wie es in der Bibel steht und Hintergründe etc. Aber eigentlich passierte dann etwas, was eigentlich mein Leben umkrempelte. So it was in the summer of 2008 in July. 2008 im Juli war es. And a friend and I were driving from Seattle out to Montana, where my family was at Und the ein time. Freund von mir und ich, wir fuhren zusammen in einem Auto von Seattle nach Montana, wo meine Eltern gewohnt haben. And it was in the evening, about 8 o'clock p.m. It was a beautiful sunny day. Es war ein wunderschöner sonniger Tag, 8 Uhr abends. And my friend was driving. We were in a very small car as a friend and myself. I was in the passenger seat. Ich saß im Beifahrersitz, mein Freund fuhr, es war ein kleiner Wagen. And she was going very, very fast. Und sie fuhr sehr, sehr schnell, meine Freundin. Faster than is safe on the Autobahn, I'm sure. Und das war schnell, aber für unsere Verhältnisse nicht so schnell wie auf der Autobahn hier. It was schnell. It was really schnell. So, and I had my earphones in and I was typing on my laptop, not paying attention. Ich habe am PC was geschrieben, ich habe meine Kopfhörer Ohrenstöpsel drin gehabt. And suddenly I heard a big kaboom. Und ich hörte einen riesen Krach. And we were going sideways at very fast. Und wir fuhren seitwärts in einer sehr schnellen Art und Weise. And some years later, I got the traffic report from the Washington State Highway Patrol. Es war einige Jahre später, wo ich eigentlich den Bericht von diesem Unfall dann tatsächlich gelesen habe. And in that document, I was able to locate the number of a witness who saw the accident happen. Und ich habe sogar einen Zeugen aufgelistet bekommen, den ich dann auch später befragt habe, der das Ganze live mitbekommen hat. So a couple years after the event, I called up this guy and said, "Hey, do you remember this accident that happened on such and such a road, such and such a day?" Und so rief ich ihn an, lange nach dem Unfall, und fragte ihn, kannst du dich erinnern an diesen Unfall zu dem und dem Tag, da und dort? Und ja. And he said, yeah, I remember that. Und er sagte, ja, ich kann mich daran erinnern. And so this is what this guy saw. Und das ist, was ich jetzt beschreibe, das, was dieser Mann gesehen hat. It's a two-way highway, or 2 lanes. So there's 2 lanes going this way and 2 lanes coming this way. Also es war eine Autobahn mit 2 Spuren in beiden Richtungen. And this guy, the witness, was in the far right lane.
Und der Zeuge, der war on which lane? in the far right. Also auf der rechten Spur. And he said that right before the accident happened, he was behind a big semi-trailer. Er fuhr hinter so einen riesen LKW und kurz bevor dieser Unfall geschah. And he was coming up, the semi was going a little slower, so the witness was going to go around the semi and just keep going. Und der LKW fuhr nicht so schnell, er wollte gerade überholen. And he said, though, before he changed lanes to go around, he looks in the rearview mirror and he sees a car coming up extremely fast. Und bevor er nach links auswich, beziehungsweise zu überholen, sah er durch den Rückspiegel, dass da ein Auto sehr, sehr schnell an ihn fahren wollte. The witness was going about 75, 80 miles an hour, and he said we passed him like he was sitting still, like he wasn't even moving. Er sagte, er ist so ungefähr 70, 80 Meilen die Stunde gefahren und unser Auto ist da wohl so schnell vorbei, dass es also vorkam, dass wir nur standen. So he stayed in the right lane. We cruised past him. Er blieb also auf der rechten Spur, wir überholten ihn. And then he lost sight of us because there was the big semi-trailer. Und er hat dann nichts mehr gesehen, weil der LKW vor ihm war. But then he heard a big kaboom. Er hörte einen riesen Krach. And the next thing he says is that he saw our car flying above the semi-trailer. Und er sagte, ich habe gesehen, wie euer Auto über diesen LKW flog. Ich konnte ihn über den LKW sehen. And I'm on the phone and I told the guy, like, no, that's really not possible. Und er sagte, nee, das ist doch bestimmt nicht möglich gewesen. That doesn't happen. I don't know. Sowas passiert doch gar nicht. But he said, no, I swear to you, I don't know how it happened, but it happened. I saw your car flying. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist, aber so ist es geschehen. And later I found out, yeah, it can happen. And the car's going fast enough, it can become like a wing and it can take off. Und ich habe herausgefunden, dass später tatsächlich so ein Auto abheben kann, wenn er so seitlich dann auf eine bestimmte Geschwindigkeit wie ein Flügel abheben kann. Yeah, I guess that's how like a lot of race car drivers die and stuff. Also es hörte sich an so wie Rennfahrersprache. So anyways, we turned and then apparently, I lost consciousness pretty soon, but apparently we launched way into the air. Also ich habe mein Bewusstsein verloren. Angeblich sind wir dann so hoch geflogen. And then the car crashed and tumbled and went through a ditch and over a fence and over another road. Das Auto kam runter, drehte sich mehrmals, rollte dann in ein Feld rein, durch einen Graben hindurch. And the guy who saw the accident, he pulled over and stopped at the side of the road with another driver. Und dieser Zeuge hielt an und mit einem anderen. And so these two guys get out of their car and sprint over to the wreck to help us. Und sie kamen dann, stiegen aus ihrem Auto schnell raus, liefen rüber zu uns. And when they got near the car, the first thing they realized is that they smell gas everywhere. Und das erste, was sie gerochen haben, als sie ankamen, war Benzin zu riechen. So they were like, well, the car's probably going to explode. We need to get these people out as soon as possible. Und so haben sie versucht, uns schnell rauszuholen, weil sie dachten, das Auto könnte explodieren. So they first came over to my side of the car and the window was smashed out. Sie kamen auf meine Seite, Fenster war kaputt und And he said my body was sort of hanging limp out the window. Er sagte, du hingst da aus dem Fenster heraus ganz wie ein Sack. So these two guys, they said, well, we gotta adjust his body so that we can open the door and get him out. Und er sagte, wir wollten deinen Körper ein bisschen so richten, dass wir dich überhaupt rausziehen konnten. As soon as they moved my body, though, the witness said, as soon as we moved you, your neck just went like that. Und als wir dich rauszogen, haben wir einfach gesehen, wie dein Nacken oder dein Genick einfach so hing. He said it was very disgusting, and they really thought I was dead. Und sie dachten, ich wäre tot. Sie sagten, das war ein Anblick, das möchte man nicht sehen. And they were tapping me, saying, "Buddy, are you awake? You know, Und give us a sign if you're awake or anything." Um zu sehen, ob ich überhaupt lebte. Nothing. Nichts, keine Reaktion. So they just decided, well, we're just not going to touch him. So they went around to the other side. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gehen wir auf die andere Seite und holen den Fahrer raus. And my friend, she was awake actually. Und meine Freundin, die war wach. And she was sort of smashed under the steering wheel. Sie war eingeklemmt unter dem Lenkrad. And quite amazingly, she didn't have any like deep structural wounds, just a lot of surface wounds. Interessanterweise hatte sie keine internere Verletzung gehabt, sondern alles eher äußere Kratzer und so. Pretty soon the paramedics got there.
Und die Rettungskräfte kamen dann irgendwann mal. Turns out the car thankfully did not explode. Und wie wir herausgefunden haben, das Auto ist nicht explodiert. And so they took me first to a hospital. Und so haben sie mich dann zu einem Krankenhaus gebracht. And that's where I woke up for the first time in one of these CAT scan tubes. Und das war das erste Mal, wo ich aufwachte. Ich war in einem von diesen MRT-Röhren. Yeah. And I don't know about you, I'm a very claustrophobic person. Und ich leide an Platzangst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. I do not like small spaces. Und ich mag es nicht, wenn man mich einengt. I don't like not being able to control my body. Und ich mag es nicht, wenn ich meinen eigenen Körper nicht kontrollieren kann. So I woke up for the first time I come to consciousness. I have no idea what's happening. Und das erste Mal, wo ich aufwachte, ich weiß gar nicht, wo ich bin, was gerade passiert ist. And I find I'm strapped to a board in a tube. Und ich finde, ich bin angeschnallt an so ein Brett in so einem Rohr. And so I freaked out. Und dann bin ich völlig ausgeflippt. My thought was, man, I gotta pray. Und das Erste, was ich dachte, ich muss irgendwie beten. But then my next thought was, I don't even know what to pray for. Und dann mein zweiter Gedanke, ich weiß aber gar nicht, wofür ich beten soll. And that's when my training kicked in, you know, like I'm a pastor's kid. Und dann ist das Training, das ich als Pastorenkind, als Christ schon erlebt hatte. So what you got to do when you got to pray and you got nothing, you don't know what to pray about, is you got to pray in tongues. Also wenn man nicht weiß, was man beten soll, aber man möchte beten, wie betet man, dann betet man in Zungen. So right there in the CAT scan tube, strapped down, and starts screaming in tongues and und so betete ich in Zungen, schrie in Zungen in dieser Enge. Yeah, and I think the medical personnel, that freaked them out quite a big deal. Das medizinische Personal war auch ziemlich überrascht und ja. 1 minute their patient is very quiet and behaving, and the next minute he's screaming, who knows what. In einem Moment ist ihr Patient ganz ruhig und liegt da, und im nächsten schreit er rum. And so then I remember like this metallic voice then coming over the loudspeaker saying, you must remain still in the CAT scan tube. Und so hörte ich dann auch diese Stimme, die über den Lautsprecher kam, du musst jetzt still liegen bleiben. So, I don't remember what happened next. The next thing I remember, it's all fuzzy for me. Für mich ist das noch sehr, sehr wusselig, aber das nächste, was ich dann noch klar in Erinnerung habe, The next thing I remember is the nurses poking their fingers into my eyes to take out my contacts. und das nächste, ich weiß, dass die Krankenschwestern da meine Kontaktlinsen versuchten, aus meinen Augen rauszuziehen. I really don't see very well, so and as soon as they took those things out, Und then I ich was kann totally sonst lost. eigentlich gar nicht gut sehen. Und dann haben sie das noch weggenommen, dann konnte ich ja erst recht nicht richtig sehen. And so I remember my contacts are now out, and then I look, and I'm laying down, and above my feet is a tall figure wearing white with a beard. Ja, und dann sehe ich in dieser nicht klaren Sicht, sehe ich eine ganz große Gestalt mit einem Bart und weiß gekleidet. So I said to myself, that must be the doctor. Und dann habe ich gedacht, das ist bestimmt der Arzt. So I said, what happened? Und dann habe ich gefragt, was ist passiert? And the doctor said to me, you broke your neck, Und dann hat er gesagt, dein Genick ist gebrochen. and you need to do exactly as we say, Und and du musst do not move. Und du musst jetzt genau das tun, was wir dir sagen. Du darfst dich nicht bewegen. And when he said that to me, it hit me extremely hard. Und als er mir das sagte, das hat mich so getroffen. I knew that people break their necks, either they die or they never walk again. Und ich wusste, dass wenn ein Mensch eigentlich sein Genick bricht, dann entweder lebt er nicht mehr oder er ist am Rollstuhl gefesselt. So I asked the doctor next. I said, "Well, am I going to be paralyzed?" Und ich fragte den Arzt, werde ich jetzt gelähmt sein? And he said to me, "You might be. Er sagte, vielleicht. So you must do exactly what we say." Und deswegen musst du genau das tun, was wir dir sagen. And that I can't describe the terror of that moment for Und me. ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben, wie beklemmend das ist und was das mit mir gemacht hat. So then the next thing I remember again is being loaded and strapped down to a board and then being put on a helicopter. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, dass ich dann wiederum angeschnallt wurde an einem Brett und dann mit einem Hubschrauber bin ich dann weggeflogen worden. And they flew me a couple hundred miles to another hospital that could handle my case. Und haben mich dann in ein Krankenhaus gebracht, was meine Situation besser behandeln konnte. And basically, like if this is, your neck and this is your head and your face is like this way,
Wenn das euer Nacken ist, beziehungsweise euer Hals und das ist euer Kopf oben, euer Gesicht schaut in diese Richtung. Essentially, my head was sliding off into my lap. Und das, was passierte, war, dass mein Kopf so nach vorne sich eigentlich wegbewegte und auf meinen Schoß sich eigentlich bewegen wollte. Yeah, it turns out heads are important things. You need those. Es ist schon wichtig, dass man seinen Kopf hat. They have not mastered the prosthetic head yet. Ja, einen Kopf haben sie noch nicht als Ersatzteil geschaffen So they said, you're stuck with this one. We got to put it back on. Also du hast nur diesen einen Kopf und deswegen müssen wir den noch mal richtig draufsetzen. So they they ended up doing a neurosurgery. Und so haben sie dann Nerven-OP durchführen müssen. Where they took a bone out of my hip, actually. Und sie haben Knochen aus meiner Hüfte genommen. And then they went into my neck and opened it up. Haben sie meinen Nacken aufgemacht oder meinen Hals aufgemacht. Yeah, and in between the broken vertebrae, there's this squishy pad, the spinal disc. Und jetzt wird es medizinisch. Ja. Dann ist da eine Bandscheibe dazwischen und da mussten sie ran. Yeah, so then they took out the disc and haben die Bandscheibe rausgenommen put the bone from my hip und in my haben neck. meinen Hüftknochen da reingesetzt. And then they took a large metal plate. Und dann haben sie eine Platte genommen. And straightened everything up and then drilled it into und dann my haben neck. sie alles gerade gemacht und mich dann zugebohrt. Yeah, so I have metal in my neck. Also ich habe Metall in meinem Nacken. And but I can still travel to the airport. It's okay. Aber ich darf immer noch fliegen im Flugzeug. And then I had to wear one of these things for a long time, you know. Und dann musste ich einen von diesen Nacken Halskrausen Yeah, anziehen. and I love sports. I played basketball through high Ich school. liebte Sport, ich habe alles gespielt. I love Basketball, baseball, I love Baseball tennis, I love und weightlifting, Tennis. running. Und ich bin gelaufen. And then suddenly my doctor says, yeah, anything heavier than a cell phone, you can't lift it. Und du darfst nichts hochheben, alles was schwerer ist als ein Handy. So, at any rate, those are the facts of what happened to me. Das sind die Fakten, das was mit mir passiert ist. But as I see it now, what is far more significant what happened to me is some of the changes that triggered in my life. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, hat dieses Ereignis etwas ausgelöst, etliche Veränderungen, die ich persönlich erlebt habe. Actually, at the very moment the accident happened, before I lost consciousness, Der Moment, kurz bevor der Unfall stattgefunden hat, I have a very vivid memory before losing und ich consciousness. kann mich an diesen Moment erinnern, sehr, sehr klar erinnern. Some people who have been in big traumatic moments have similar experiences. Leute, die durch traumatische Erlebnisse gegangen sind, die können das nachvollziehen. You know, I had always thought, if I die in some sort of catastrophe, I'll probably just scream something that my mother wouldn't be proud of, and then I'll die. Ich habe immer gedacht, dass wenn ich in so eine Katastrophe reinkomme, dann werde ich wahrscheinlich irgendwas schreien, was meine Mutter gar nicht hören will. But actually, that's really not what happened at all. Aber das ist gar nicht passiert. What happened is as soon as the car started going sideways, In dem Moment, als das Auto seitlich sich ausschlug, and it was very obvious we're going to crash. und es war ganz klar, wir würden jetzt einen heftigen Unfall haben. And suddenly I was deeply calm. Es war ein Moment des absoluten Friedens. And I said a prayer. Und ich habe ein Gebet gesprochen. And it wasn't a prayer like, save us Es war kein Gebet, das aussprach wie Hilf uns or forgive me, God. oder or Vergib sort of mir, like, Gott. I'll see you soon, God. Oder ich sehe dich bald. I don't know why I prayed this, Ich but weiß nicht, warum dieses Gebet aus meinem Herzen kam. I just said I remember it very clearly. I said, Jesus, Und dann habe ich nur diesen Satz gesagt, Jesus, I trust you. ich vertraue dir. And then I lost consciousness. Und dann war ich weg. And in that moment, I don't know how else to say it other than that there was a presence in the car with us. Und ich kann es nicht anders sagen, aber ich bezeuge es einfach mal, da war eine Gegenwart in unserem Auto, eine Gegenwart Gottes. I can locate it physically. I mean, my friend was sitting here, I was here, and it was like truly the Lord Jesus was with us right here. Und ich weiß, meine Freundin saß da, ich saß hier und es war, als ob Jesus tatsächlich mitten im Auto mit uns war.
In the hospital later in that week, the highway patrolman Die Woche später im Krankenhaus hat der Polizist, der das Ganze aufgenommen hatte, he'd found my Bible all crushed up in the car. er hat meine Bibel gefunden, die war ziemlich zertreten dort im Auto. And he came and gave it to my parents. Und er hat es meinen Eltern gegeben. And he said, look, I've been working on this road for 20 years. Er sagte, ich arbeite schon seit 20 Jahren auf dieser Strecke hier. And people in cars like that, they don't live. Und Leute, die in solch einem Unfall verwickelt sind, die normalerweise leben die nicht mehr. And he said with the Bible, he goes, I swear this is the reason your kids are alive. Und ich glaube, dass das der Grund ist, und er gab die Bibel meinen Eltern, das ist der Grund, warum ihr Sohn noch lebt. And that prayer of trust, Jesus, I trust you, Und dieses Gebet des Vertrauens, Jesus, ich vertraue dir, that was the beginning of some lessons of discipleship for me. und das waren einige Lektionen über Nachfolge Jesu, über Jüngerschaft, die ich gelernt habe. Part of the whole premise of saying, I'm going to follow Jesus, Eins, was Kern ist, wenn es darum geht, dass wir Jesus nachfolgen wollen, is this assumption that, hey, if I'm left to my own, I'll probably end up going a different way. und zwar diese Annahme, dass wenn ich alleine mein Leben lebe, werde ich wahrscheinlich einen anderen Weg gehen. That is to say, Jesus leads us in surprising ways. Und das sagt letztendlich aus, dass Jesus uns manchmal in überraschender Art und Weise führt. And what the surprise for me after the accident Und die Überraschung für mich nach dem Unfall war, was that following Jesus dass Jesus nachzufolgen, actually ended up taking me a long ways away from Jesus. nahm mich erst einmal einen eigentlich ziemlich langen Weg weg von Jesus. I became, after the accident, I experienced a real, I'd say, a personality change. Und es war, dass nach diesem Unfall ich fast wie eine Persönlichkeitsveränderung erlebte. I had been beforehand very outgoing in student government, lots of friends. Ich war ein sehr, sehr nach außen gerichteter Mensch. Ich hab Leiterschaftsrollen gehabt in der Schule, wo ich war, oder im College, wo ich war. And somehow all those energies that had been going outwards Und irgendwie sind diese ganzen Kräfte und Energien, die ich erlebte, die nach außen sich gewirkt haben. they started swirling powerfully inwards. Und sie fingen an, sozusagen nach innen sich zu richten. And I became something of a hermit, actually. Und ich bin fast wie so ein Mönch geworden. I went back to school with a neck brace on. Ich bin mit dieser Halskrause wieder zurück zur Schule oder zum College. I got a roller backpack, so I didn't have to lift it. Und so habe ich dann einen Rollkoffer mitgenommen, damit ich nichts tragen musste. But I started withdrawing from everybody. Aber ich habe mich zurückgezogen von allen Leuten. I started to hang out a lot in my dorm room. Und ich bin alleine in meinem Zimmer, habe ich mich zurückgezogen. I started to eat alone. Ich aß alleine. And sometimes I would take a vow of silence and say, look, for a full week I will not say one word. Und ich habe manchmal dann auch einen Entschluss gefasst, ich werde jetzt eine Woche nichts sagen. And the reason is that suddenly when you come very close to death, Und der Grund war, weil wenn man so nah am Tod gelangt, suddenly life takes on a new intensity for you. es scheint, dass das Leben wieder eine ganz neue oder eine erheblich neue Intensität bekommt. And I felt like at that point then I needed to change the rules of the game. Und es schien, dass ich jetzt die Regeln des Lebens verändern wollte. I think I assumed at that point that the rules of the game was that I should just read Christian books and I should just think about Jesus. Und weil ich in diesem Studium war, diesem Theologiestudium, dachte ich, okay, damals war es so, die Regeln für mich waren, ich soll nur christliche Bücher lesen, mich nur um Gott und ihn kümmern. But I started to say, no, I got to read beyond that. I got to ask questions that are bigger. Und dann habe ich angefangen, aber ganz andere Fragen zu stellen. Ich habe gesagt, ich muss aber breiter lesen, ich muss mehr Fragen stellen. So I started reading books of philosophy and psychology. Und so habe ich dann angefangen, Bücher über Philosophie und Psychologie zu lesen. Started reading books of other religions, just curious. Einfach aus der Neugier heraus auch Bücher aus anderen Religionen. It's like I basically
I said, you know what, I'm going to find truth wherever I can find truth. Und es war, als ob ich getrieben war mit diesem Gedanken, ich möchte Wahrheit finden. Ich will die Wahrheit finden. And I don't really care if that makes other people uncomfortable. Und das ist mir egal, ob andere Leute damit nervös werden oder das nicht gut finden. And so what ended up happening is I finished college at Northwest University. Und so habe ich dann mein College-Studium zu Ende gebracht. And before school, I had before the accident, I had already planned on going to a seminary to become a pastor. Und ich wollte eigentlich Pastor werden, wollte dann meinen Magister machen. So I went to seminary. Und so bin ich auf dieses theologische Seminar gegangen. And I hated it. Und ich habe es gehasst. I felt honestly angry inside. Und ich hatte in mir eigentlich eine Wut. Because I felt like my friends at that time, what seemed to me sort of very prepackaged and trite sort of Christian answers. Und ich hatte mich eigentlich geärgert über meine Mitkollegen oder Studenten, die eigentlich so eine Art Paket, so ein vorgefertigtes theologisches Paket einfach geschluckt haben. And yeah, this was a very dark and challenging time in my life. Und so begann eigentlich eine sehr herausfordernde und auch eine dunkle Phase meines Lebens. And so what I ended up doing is I dropped out of school. Und ich habe einfach entschieden, mein Studium abzubrechen. And I ran away. Und ich bin weggelaufen. And I just needed to be alone. I don't know. I felt like something was calling me to launch out into the world. Und es schien, als ob irgendwie was mich rief, jetzt einfach mal in die Weltgeschichte mich zu begeben. So the first thing I did is I wandered alone through Europe for about 10 weeks. Und so bin ich dann für 10 Wochen durch Europa gewandert. That was the first time I actually visited the Timm family. Das here war in das Costa. erste Mal, wo ich hier bei der Familie Timm war. And then after that, I went to Jerusalem. Und dann bin ich nach Jerusalem And I lived in Jerusalem for 3 years, und habe dort 3 Jahre lang gelebt. from age 22 to 25. Ich war 22 bis 25 lebte ich dort. And I worked at a nonprofit organization. Ich habe in einer Regierungsorganisation gearbeitet. It's this group that does heart surgeries for children. Und diese Gruppe, sie bietet Herzoperationen für Kinder an. Israel has a lot of advanced, beautiful hospitals. Israel hat sehr viele schöne und auch sehr, sehr hochtechnisierte Krankenhäuser. There's a lot of other areas in the Middle East that don't have that kind of Aber infrastructure. andere Länder im Mittleren Osten haben das nicht. So this organization was basically connecting the dots between a sick child in Iraq or in Gaza Strip, say. Und so hat diese Organisation letztendlich solche Kinder in Irak oder im Gazastreifen behandelt. And they were connecting them, to hospitals there in Israel. Und sie haben dann dafür gesorgt, dass in Israel dann die OPs durchgeführt werden And I just konnten. felt a deep connection with these kids at that time. Und ich habe eine sehr, sehr tiefe Verbindung mit diesen Kindern erfahren. They had a big scar running up and down their chest. Sie hatten so eine Wunde von hier oben bis nach unten nach ihrer OP. They just had a big life-threatening surgery. Und sie hatten gerade eine lebensbedrohliche Operation hinter sich. And at the same time, the scar on my neck is healing from my Und ich hatte ja auch so meine Narben von meinem Unfall. And something really marvelous started to happen with these kids. I'm spending time with them. Und in der Zeit, mit der ich mit diesen Kindern mich verbracht habe, They taught me that it's possible to suffer differently. passierte etwas ganz Sonderbares. Sie haben mir gezeigt, dass man auch anders leiden kann. I was becoming very stern in the way that I was seeing the world and Ich war sehr ernst, wie ich die Welt sah. very nihilistic. Ich war fast schon auch nihilistisch, das heißt, es ist egal, was passiert. And somehow these little kids were teaching me how to play again. Und diese Kinder haben mir einfach wieder neu beigebracht, wie ich spielen They konnte, were teaching me how to smile again. wie ich wieder lächeln konnte. And so I spent 3 years there, and our next door neighbors was an ultra-Orthodox community. Und so habe ich dann 3 Jahre dort verbracht. Die Nachbarn, wo ich wohnte, waren sehr, sehr hochorthodoxe Juden. They, have the black hats and the black Ja, mit den outfits schwarzen and the side Hüten curls und and mit den everything. langen Roben. Yeah. And
And every week they would go up and down the road chanting Shabbos, Shabbos for the Sabbath. Und so haben sie immer Leute zum Schabbat dann gerufen. And the children themselves who came to live with us actually because the heart surgery was some length of time. Und diese Kinder, die bei uns lebten, weil sie einfach auch diese Reha-Phase brauchten, These kids were largely Muslim children. das waren hauptsächlich muslimische Kinder. So this was a very interesting context for me to be rethinking about Christianity. Und so habe ich mein ganzes Christentum nochmal neu überdacht und dieser Kontext, dieses Umfeld war sehr interessant für mich. And that was, in retrospect as I see it now, Und wenn ich jetzt zurückschaue, that was the great benefit of this period of time is it gave me a lot of time to ask questions. und so gab es mir wenn ich jetzt zurückschaue, gab es mir diese Zeit, auch viele und wichtige Fragen zu stellen. It gave me time to read a lot of books and Dass ich viele Bücher lesen to konnte take a lot of walks and hikes alone. und dass ich viele Spaziergänge alleine gemacht And habe. to think through questions about Und- existence. Und diese Fragen des Seins überhaupt durchzudenken. And not for the sake of some professor, turn in a paper, here's my Und nicht, conclusion. weil irgendein Professor mich gebeten hatte, da irgendwie drüber was zu schreiben. Not for the sake of some sermon, I got to come up with something Und profound nicht, to weil say. ich jetzt predigen musste oder einen Vortrag halten musste, damit ich irgendwelche Gedanken dazu Just habe. because I was truly, I must find truth. I'm alive. I must live in truth. Sondern mein Drang innerlich war, ich lebe und ich möchte Wahrheit kennenlernen. And I think I discovered many things Es in waren those so viele areas. Dinge, die mir aufgegangen sind, die ich entdeckt habe. One thing that I want to share with you this morning Aber das, was ich heute Morgen euch mitteilen möchte mit dieser Geschichte, is that I realized that in some sense doubt is part of faith. ist, dass Zweifel eigentlich ein Teil von Glauben ist. That we may be afraid of our questions, Dass wir manchmal Angst sogar haben über unsere eigenen Fragen, but God is not afraid of our questions. aber Gott hat kein Problem mit unseren Fragen. Also learned that church is not just a place to come for answers, Und ich habe auch gelernt, dass Gemeinde oder Kirche nicht ein Ort ist, wo man kommt, um Antworten zu bekommen. church is also a place to bring your good questions. Aber Kirche ist auch ein Ort, wo man gute Fragen bringen kann. And so I'd like to talk for a minute about how to doubt well. Und so ist mein Kerngedanke für heute, wie kannst du gut zweifeln? Because I think it's possible to doubt in a way that's not helpful also. Denn es gibt eine Möglichkeit, auch zu zweifeln, Dinge anzuzweifeln auf einer nicht guten und klugen Art und Weise. So I've got two ideas here. Und so habe ich zwei Gedanken. The first one is that, well, let me actually back up and just say that speaking heart to heart, I've grown up in the church. Und bevor ich die zwei Gedanken euch mitteile, ich möchte euch nur sagen, ich bin in Gemeinde, in Kirche aufgewachsen. And if I'm going to be honest with myself, I have deep questions about what we're doing here. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer noch viele Fragen über das, was wir hier so tun. Because when we walk out the door, we're in a world that's telling very different stories. Weil wenn wir aus dieser Haustür, also aus dieser Tür gehen, leben wir in einer Welt, die ganz andere Aussagen über das Leben macht. Very different story about who we are, what the Über world wer is, wir sind, warum wir hier sind, what this planet is, what politics was dieser Planet ist, wie Politik zu funktionieren hat. So my first idea then about how to ask these questions well is this. Also diese Fragen zu stellen, ist hier mein erster Gedanke. Is we need to ask seriously. Wir müssen ernsthaft die Fragen stellen. And what I mean is to not sort of bring up a big issue and then walk away from it without really thinking about it. Also nicht irgendeine Frage stellen und dann, ja, eine große Frage stellen und dann irgendwie zurückzugehen und sagen, eigentlich will ich die Antwort gar nicht erforschen. Like the other day, I was on the train from Hamburg back here to Tostedt. Diese Woche war ich im Zug, ich fuhr von Hamburg hier zurück nach Tostedt I was sitting at the seat with the small tisch. und ich saß da im Zug mit einem Tisch dort So I get out my book and I'm starting to read. und ich lese dieses Buch, das ich gerade am Lesen war. The guy next to me says, "Hey, what are you reading?" Und er sagt, der Typ neben mir oder gegenüber sagte, was liest du denn da? I tell him this book about religion, whatever. Und ich habe ihm gesagt, es ist ein Buch über Religion. And he goes, "Oh, good. sagt, Let me gut. tell you about religion." Und dann sagt er, hey gut, ich erzähle dir jetzt etwas über Religion.
And I go, this could be interesting. Und ich sagte, das könnte jetzt interessant sein. Maybe he's a spiritually sensitive seeker kind of Vielleicht guy. ist da einer, der so richtig auf der Suche ist. But he ended up just not asking me any questions. Aber im Grunde hat er mir keine Frage mehr But gestellt. he sort of went on a long speech Aber er hat einen ganz langen Vortrag gehalten. in which he very sort of awkwardly put together this narrative Und so hat er da so seine Argumente schön zusammengebastelt. where he basically goes, well, you see, in the Roman Empire, Und dann sagte ja, im Römischen Reich damals, as it was crumbling, this guy named Constantine, als das Reich da zerbröckelte, kam so ein Kaiser Konstantin. he realized that his political power was slipping, and so he needed a way to unify the Und er people. merkte, dass seine politische Einflussnahme zerbröckelte und er suchte jetzt einen Weg, wie halte ich dieses Reich zusammen. And so he thought that Christianity would be a way to Und er dachte ja, make the people unified and das stuff like that. Christentum könnte ein Weg sein, um die ganzen Menschen jetzt zu vereinen. It took him maybe 10 minutes to get out that basic Und idea. er wollte ungefähr 10 Minuten brauchen, um diesen Gedanken And I zu said, bringen. oh, are you saying that political leaders use religion as a weapon sometimes? Und dann habe ich gesagt, ist es so, dass politische Leiter Religion nutzen, um ihre Ziele zu erreichen? He goes, yeah, that's what I'm trying to say. Und er sagt, ja, genau so will ich das sagen. And I go, yeah, that's Marxism, dude. Aber ich habe gesagt, das ist doch Marx im Reinformat. That's one story of suspicion about religion. Und das ist so diese Kerngeschichte des Misstrauens gegenüber Religion. And it tells an interesting part of the story, so to speak. Es nimmt zwar einen kleinen Teil von dieser gesamten But Geschichte, the problem is that it pretends that it's the whole story. aber es denkt, dass es eigentlich die gesamte Geschichte ist. So, at school all the time, I meet friends who say something like this. Und dann habe ich Freunde in der Schule, die haben mir immer Folgendes gesagt. They'll say like, well, you see, I grew up as a Christian, Und die sagen, ich bin als Christ aufgewachsen but then I got smart. und dann bin ich klug geworden. And then I realized how stupid it is. Und dann habe ich gedacht, es ist ziemlich blödes Zeug, was ich da geglaubt habe. And then they will continue to tell me about their problems. Und dann erzählen sie das, was sie so als Probleme entdeckt haben. And on one hand, I agree with them. I have to say, you know what, these are important things to think about. Und auf der einen Seite gebe ich ihnen auch recht, weil das wichtige Themen und Gedanken und Fragen sind, die man behandeln muss im Herzen. But the problem is that, and this is my main point here, I don't think they ask the questions seriously enough to press through the first answer they received. Aber mein Punkt ist heute Morgen, ich glaube nicht, dass sie wirklich ernsthaft durch diese erste Phase des Fragens hindurchdringen, sondern sie sind erst zufrieden mit der ersten kleinen Antwort, die sie bekommen. So I feel like saying to my friends at school all the time, okay, I'll say it. I feel like saying to my friends, wow, congratulations, you've disproved like a 13-year-old notion of the Lord. Und manchmal reagiere ich so, ich sage, ja, jetzt hast du eigentlich ein 13-jähriges, also von einem 13-jährigen Argument gegenüber den Glauben disproved. Yeah. So what Disproved. disproved, yeah. Entkräftet. Sorry. Entkräftet, ja. What I'm trying to say is I'm not trying to say that the way to Jesus is the way of philosophy or the way of asking hard questions. Ich sage jetzt heute Morgen nicht, dass der Weg zu Jesus und zur Wahrheit nur über den Weg von Philosophie und solche Fragen zu stellen, zu erreichen ist. Yeah, I'm not saying that that's like what we have to do. Und das ist nicht das, was ich sage, dass das der einzige Weg und dass das ist, was wir tun müssen. What I am saying is that in some of our path, aber das, was ich festhalten möchte, wenn wir auf diesen inneren Weg sind oder auf unseren inneren Wegen, that for some of us that is an important part of the path. dass das auch ein wichtiger Teil oder ein Weg sein könnte. Maybe for some of your friends or your kids or grandkids, that's part of their path. Und einige von euch haben vielleicht Kinder oder Enkelkinder, die diesen Weg gerade jetzt gehen oder gehen müssen. And we can't be afraid that that's part of our path. Und wir sollten auch nicht Angst haben, dass das Teil unseres Weges ist. It's like the songs that we were singing earlier. Oder die Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben. Jesus is strong to lead us through every valley. Jesus ist stark, um uns durch jeden Tal He hindurchzuführen. leads us through every question. Und er führt uns durch auch jede Frage There's all hindurch. these narratives of suspicion.
Und weil auch unsere Welt auch durchdrungen ist durch diese ganzen skeptischen Fragestellungen. But Jesus teaches us a wise skepticism of those skepticisms. Aber Jesus zeigt uns, dass wir auch skeptisch sein können über diese skeptischen Gedanken auf einer weisen Art und Weise. And so if that's you or a friend of yours, that's part of their path. Und wenn du das bist oder jemand, den du kennst, in so einer Situation ist, I would encourage you, keep pressing. und so möchte ich dich ermutigen, bleib dran in den Fragestellungen. Don't just read an article or two and think you've understood it Lese all. jetzt nicht nur irgendeinen Artikel und denkst, du hast es jetzt verstanden. Buy a book. Kauf mal ein Buch. Pay attention for a long period of time. Und nimm dir Zeit, wirklich Gedankengänge länger anzuschauen und sich damit zu beschäftigen. And and also talk to people that are wiser than you. Get other Und opinions rede mit on Leuten, these die things. vielleicht weiser sind als ihr, und unterhaltet euch mit ihnen. If I can brag about my friend Andy for a minute, he's a very good Christian thinker. Also angeblich bin ich ein ganz guter Denker Ja. im christlichen Sinne. Yeah, I mean, so if I grew up in this church and I was going through this Wenn ich also in period, dieser Gemeinde wäre und ich werde in so eine Phase, wo ich Fragen I would hätte, have said, Andy, I want to talk to you for an hour a week. und dann hätte ich, Sorry, I hope this is not overcommitting you. hätte ich Andy gefragt, könnten wir uns mal eine Stunde die Woche mal treffen und diese Fragen durchzusprechen. So, so that's the first point. Ask seriously, because Das war mein erster Gedanke. Stelle ernsthafte Fragen. the notion is that some of the most poisonous lies are half-truths. Und und zu wissen, dass vielleicht die giftigsten the most poisonous lies, Yeah. okay, dass die giftigsten Lügen Halbwahrheiten sind. Gotta keep going. Okay, sorry. What's the time? Okay. The second point is Und der zweite Gedanke: this: don't just ask with your mind. Stelle Fragen nicht nur mit deinem Sinn, mit deinem Gehirn, You have to ask with your whole life. sondern du musst diese Fragen mit deinem ganzen Leben fragen. I'll tell you Stellen. a little short story. Eine kurze Geschichte. In the book The Brothers Karamazov by Fyodor Dostoevsky. Da gibt es ein Buch von Fyodor Dostoevsky. okay, von ihm, Okay. die Brüder The Karamazov. Karamazov. At the beginning of the book, this famous old priest, he's dying. Und am Anfang dieses Buches gibt es diesen Priester, der ist gerade am Sterben. And this woman from Moscow, she's an aristocrat, highly educated. Und diese Frau aus Moskau, eine Aristokratin, She comes to him and says, Father, can I speak to you alone for a few minutes? und fragt, kann ich alleine mit dir ein paar Minuten sprechen? And he goes, sure. Und er sagte, ja. And she goes, Father, I have Sagte, something terrible to tell you. Pater, ich habe etwas Schreckliches Ihnen mitzuteilen. He goes, what is it? Was ist es? She goes, I can't believe in God anymore. Ich kann nicht an Gott mehr glauben. I can't believe in my soul living on after Ich death. kann nicht daran glauben, dass meine Seele ewig lebt. And he goes, well, why not? Aber warum nicht? And she goes, well, you know, it's everything. Everyone in the city is talking about science and talking about Ja, in unserer Stadt progress and all reden this so viele stuff. Leute über Wissenschaft und all die neuen Erkenntnisse. I just can't believe anymore. Und ich kann das nicht mehr glauben. And the priest goes, okay, I see. Und der Pater sagt, okay, ich verstehe. He goes, what you have to do is this. Und er sagte, was du jetzt tun sollst, ist Folgendes. This is a tried and true method. Und das ist eine Methode, die ist 100-mal geprüft worden. He goes, what I want you to do is go home, Und ich sage, geh nach Hause and every day und jeden Tag, I want you to love the people closest to you. ich möchte, dass du die Menschen, die am nächsten zu dir sind, dass du sie liebst. The people who are hard to love, the people who annoy you, Die dich nerven, die schwer sind zu lieben, I want you to love them. ich möchte, dass du sie liebst. And pretty soon you'll find that you believe in God again. Und dann wirst du rausfinden, dass du wieder an Gott glauben kannst. And so I think, with all due respect to all the philosophers and theologians in history, Und mit allem Respekt auch gegenüber den Philosophen und den Theologen. I think this is the most persuasive proof for the existence of God. Und das ist einer der größten Argumente eigentlich für die Existenz Gottes. Because when we love other people, Denn wenn wir andere Menschen and lieben we lay our lives down and we discipline ourselves and give und ourselves alles to geben, um others, diese Menschen zu lieben und anzunehmen,
then the God of love is not just a possibility, he's an inevitability. Dann ist der Gott der Liebe nicht eine Möglichkeit, sondern eine Unausweichlichkeit. Okay. So, Dankeschön. I think I will stop here. And this is halftime because I get to talk again next week. Das ist jetzt Halbzeit. Ich habe sehr viel Zeit für meine Geschichte genommen und ich darf nächste Woche noch einmal predigen. I'll just give you a little teaser about where I'm going next week. Und ich möchte euch einen kleinen Einblick geben, wo ich nächste Woche eigentlich meinen Akzent setzen möchte. I was hoping to talk about this week, but we'll have to wait, I guess. Aber diesen letzten Gedanken, den wollte ich eigentlich noch einfügen, aber den schiebe ich auf nächste Woche. I want to talk about this story from the book of 1 Kings chapter 3. Und da gibt es eine Geschichte im 1. Könige Kapitel 3 in der Bibel. And this is the story where God comes to Solomon and says, Und das ask whatever you want. Und das ist die Geschichte, wo Gott zu dem König Salomo kommt und sagt, frag, egal was du möchtest. And when I was a little kid, I learned, well, Solomon asks for wisdom, of course. Und ich als Kind habe irgendwie abgespeichert, ja, Salomo war doch der, nachdem er diese Frage gestellt hat, dass er um Weisheit gebeten hat. But when I was in Israel and I was learning Hebrew, Aber als ich in Israel war und ich Hebräisch gelernt hatte, I came across that story and I said, wow, und dann habe ich mir die Geschichte angeschaut im Urtext. he's not asking for wisdom, he's asking for something else. Er fragt gar nicht nach Weisheit, sondern er fragt eigentlich nach etwas ganz anderem. There's a great word in Hebrew for wisdom that doesn't exist there in the text. Und es gibt ein Wort im Hebräischen für Weisheit, was eigentlich da gar nicht steht. What Solomon asks for is a listening heart. Sondern das, worum Salomo gebeten hat, ist, dass er ein hörendes Herz bekommt. And that term listening in Hebrew also means obedient. Und dieses Wort, das hörende Herz, ist auch ein Begriff, der eigentlich Gehorsam andeutet. So this is what I want to talk about next week. Und nächste Woche möchte ich darüber sprechen. Is of all the models of success out there that I've encountered. Denn es geht eigentlich letztendlich um diese ganzen Vorstellungen, was ist denn Erfolg im Leben? I find Solomon's prayer for a listening and obedient heart. Sehe ich, dass das Gebet von Salomo, ein Gebet für ein hörendes Herz, ein gehorsames Herz, dass das der Weg ist. Ja, das der Weg ist. Okay, I'm done now. Okay. Ja. Okay. Dankeschön. Vielen Dank.